weniger reich sein muss, als wir es jetzt haben. Jetzt wird es aber sehr dunkel. Duster. Oh, oh. Das an dieser Stelle ist natürlich, das schneiden wir jetzt. Ja. Cut. Hallo und herzlich willkommen, Professor Dr. Hermann Ott, zu unserer Ringbahn-Session heute hier in Berlin. Wie kommt es dazu, dass Sie mit uns heute um den Ring fahren? Was hat Sie dazu veranlasst, mal ein öffentliches Verkehrsmittel in Berlin zu nehmen? Oder trifft man Sie öfters in Öffis? Also ich benutze öfters öffentliche Verkehrsmittel, eigentlich jeden Tag. Und der Anlass ist, dass ich gefragt worden bin von Studierenden, ob ich Lust hätte, an sowas mitzumachen. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für Sie? Nachhaltigkeit ist ja natürlich gleich ein unheimlich schwieriger Einstieg, denn das ist so ein Konzept, wo jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Klassischerweise bezeichnet man Nachhaltigkeit, weil es ja aus der Forstwirtschaft kommt, als ein Konzept, was dafür sorgt, dass auch zukünftige Generationen auf unserem Planeten noch eine menschenfreundliche Umwelt vorfinden. Und dem Konzept schließe ich mich gerne an. Was tun Sie im Alltag, um ein bisschen nachhaltiger zu leben? Oh Gott, die großen Fs sind ja das Problem, nicht? Fliegen, Fleisch. Ich will ja niemanden entmutigen, aber tatsächlich ist es so, dass wenn man fliegt und Fleisch isst, alles andere schon fast egal ist, was man macht, weil das wirklich den größten Einfluss hat auf unseren ökologischen Fußabdruck. Und da anzusetzen, bringt also wirklich das meiste. Das ist, man könnte sagen, die Schlüsselfrage unserer Zeit, weil es ja tatsächlich darum geht, wie behandeln wir unseren Planeten? Bewahren wir ihn in einer Form, die uns Menschen freundlich gesinnt ist, in der Menschen gut leben können? Oder plündern wir diesen Planeten und wandeln ihn dadurch um in etwas, was uns nicht mehr so freundlich gesinnt ist? Mit einem Klima, wo nicht mehr gut Landwirtschaft betrieben werden kann zum Beispiel. Die Frage, kann das eigentlich geschehen mit einem ewig wachsenden, exponentiell sagt man, wachsenden Wirtschafts- und Bruttosozialprodukt? Das ist die Schlüsselfrage. Und da gibt es einmal die Position von Leuten, die sagen, ja, ist durchaus möglich, weil inwieweit wir wachsen, ist eigentlich irrelevant, solange wir den Ressourcendurchsatz nicht verändern, nicht erhöhen. Und es gibt andere, die sagen, nee, das passt nicht zusammen. Wir müssen uns tatsächlich beschränken. Wir müssen unsere Wirtschaft so beschränken, dass die natürlichen Erdsysteme im Gleichgewicht bleiben können. Denn wir sind ja zum Faktor der Erdsysteme geworden. Manche bezeichnen unser Zeitalter deshalb als Anthropozän, also das Menschenzeitalter. Und über diesen Postwachstumsgedanken, unter denen sehr, sehr viel fällt, wird meines Erachtens tatsächlich radikal über die Zukunft unserer Gesellschaften auf diesem Planeten nachgedacht, während viele andere nur an der Oberfläche krebsen. Also es geht schon viel darum, auch sozusagen etwas wieder von dem zurückzuholen, was es mal gab und was jetzt outgesourced ist. Einer der Vordenker ist ja Nico Pech. Der sagt manchmal, wir müssen Warenbeziehungen wieder durch soziale Beziehungen ersetzen. Also früher hat man sehr viel mehr in der Nachbarschaft gemacht, hat man sich innerhalb der Familie geholfen. Und heute zahlen wir immer dafür.
Was ganz nett ist, wenn man sich mit seinem Schwager nicht versteht, ja, dann kann man irgendjemanden beauftragen, der das macht. Aber es hat ja doch dafür gesorgt, dass wir in hohem Maße Einzelindividuen sind. Viele spüren das ja als Einsamkeit, dass wir keine richtige Beziehung mehr zu unserer Umgebung aufbauen können. Und insofern ist schon ein Aspekt von Postwachstum mehr wieder selber machen, beziehungsweise mehr in unmittelbar sozialen Beziehungen zu machen. Dazu gehört sicherlich auch, dass man weniger lohnabhängig arbeitet. Wir sind das ja so gewöhnt, dass man sagen, die 40 Stunden, als Wissenschaftler noch viel mehr arbeitet, um sich seine Brötchen zu verdienen. Und wir haben eine strenge Trennung zwischen dem Leben eigentlich und der Arbeit. Und und dann kompensieren wir das, indem wir kaufen, indem wir uns dem Konsum hingeben. Das ist ja fast schon Kult, nicht? Mir geht's schlecht, ach, ich gehe jetzt shoppen. Ja? Denken ja ganz viele. Und das ist dann sozusagen eine Art von Kompensation, um sich für das öde Leben zu entschädigen, was man sonst hat. Unter denjenigen, die Vordenker einer Postwachstumsgesellschaft sind, ist deshalb auch eines der Motive, dass man sagt, wir wollen dieses Eingebundensein des Menschen in nur Arbeits- und Konsumzusammenhänge wollen wir auflösen. Wir wollen Menschen wieder zurückführen in das, was eigentlich wesentlich ist, nämlich enge emotionale und soziale Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Denn man sagt manchmal so ein bisschen flapsig, auf dem Sterbebett wird man nicht drüber nachdenken, was man jetzt für einen tollen Artikel geschrieben hat oder dass man damals sich ein neues iPhone gekauft hat, sondern da sind persönliche Beziehungen wichtig, Freundschaften, Liebe und so weiter. Ja. Was allerdings ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass wir auf der individuellen Ebene das ja tatsächlich mittlerweile können. Also wenn wir könnten oder machen würden, was unser Körper uns vorgibt, dann würden wir ja futtern, bis wir nur noch kugeln könnten. Weil wir so einen inneren Mechanismus eingebaut haben, der uns sagt, wenn es was zu essen gibt, dann ess. Ja, dann futter so viel wie möglich, weil irgendwann gibt es nichts mehr und dann hat man halt ein Polster. Und das war ja auch über die Jahrhunderttausende der Menschheitswerdung, war das ja auch die Realität. Jetzt sind wir in der günstigen Situation, dass wir dauernd was essen könnten, aber das würde uns sehr schlecht bekommen. Und deshalb sind wir durchaus in der Lage, als Individuen zu sagen, halt, also ich genieße das Essen, ich mache es auch gerne, aber weniger und vielleicht besser, als ich sonst machen würde. Und das müssen wir, also diese Erkenntnis, diese freiwillige Selbstbeschränkung, die aber dann zu einem viel besseren Leben führt, als wenn wir die ganze Zeit futtern würden, das müssen wir lernen, auch auf anderen Ebenen zu machen, wo es nicht nur um unsere Gesundheit geht, sondern wo es um die Gesundheit unserer Welt geht, im übertragenen Sinne. Die Türen schließen und es geht weiter hier in Berlin-Wedding Richtung Gesundbrunnen. Da kann es also durchaus sein, dass materiell wir etwas weniger haben, also weniger Fleisch essen zum Beispiel, was ja extrem wichtig ist, oder vielleicht irgendwann nur noch einmal die Woche, dass wir weniger fliegen oder gar nicht mehr fliegen, dass wir aber die Zeit haben, um ein Reisen zu ermöglichen, was eben das Fliegen gar nicht braucht. Und das ist ja auch, wenn wir denken, das Fliegen ist Freiheit, aber oft ist das ja auch ein Zwang, sozusagen ganz schnell irgendwo hinkommen zu müssen. Wenn wir mehr Zeit hätten, meinetwegen 6 Wochen für unseren Sommerurlaub, dann kann man eben auch darüber nachdenken, das mit dem Zug zu machen, dann kann man das mit dem Schiff machen.
hat am Endeffekt aber sehr viel mehr davon, als wenn man sich irgendwie für 1, 2 Wochen irgendwo hinkarren lässt, fliegen lässt und dann schon wieder fertig ist, wenn man zu Hause ankommt. Ja? Also es wird ein anderes Leben sein, so viel kann man sagen. Aber es muss überhaupt kein schlechteres Leben sein, weil man mehr Zeit für sich selber hat. Zeitsouveränität wird das manchmal genannt, Zeitwohlstand. Und weil eben sehr viel mehr Austausch möglich ist, sozialer Austausch mit Familie, Freunden, Menschen, die man gerne mag, auch im Austausch mit anderen Dingen zu tun, weil man weniger schubbern muss, also sehr viel weniger lohnabhängig arbeiten muss. Wie schafft man das? Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, man muss diejenigen Politikerinnen und Politiker wählen, die das tatsächlich auch als Problem sehen und das machen wollen. Das sind welche? Es gibt ein paar, nicht so viele tatsächlich. Ich will jetzt hier keine Werbung für Grün machen, nein. Da sind aus naturgemäß noch am meisten, aber es gibt sie auch in anderen Parteien. Ein guter Freund von mir ist zum Beispiel in der CDU und bringt dieses Thema voran. Aber dass das mehrheitsfähig ist, dass die Politikerinnen und Politiker und vor allen Dingen diejenigen, die wirklich Macht haben, bei den einfachen Abgeordneten ist es vielleicht noch nachvollziehbar, aber je weiter höher man kommt, umso mehr Angst hat man auch, Dinge zu sagen, die gegen den Mainstream gehen und die an den Grundfesten unserer Gesellschaft rütteln. Und nichts anderes tut ja diese Frage, ob unser Wirtschaftsmodell, so wie wir es konzipiert haben, nicht sozusagen die Grundlagen unserer Zivilisation zerstört. Und insofern, es hilft, glaube ich, nichts, auf die Politikerinnen und Politiker zu schimpfen oder zu warten. Es wird nicht von dort kommen, kann es nicht. Sondern das muss aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft kommen. Dort existieren die Nischen, in denen neue Ideen ausprobiert werden, in denen Menschen eine neue Form von Zusammenleben ausprobieren. Und was dann in die Gesamtgesellschaft diffundieren kann, also sich da ausbreiten kann, vielleicht sogar dann Mehrheit wird. Dann kommen wir jetzt zur schnellen Runde. Bass oder Tenor? Bass. Fahrrad oder S-Bahn? Fahrrad in der S-Bahn. Bier oder Wein? Wein. Dazu Käse oder Tofu? Käse. Und die letzte Frage, haben oder sein? Ganz klar sein. Danke, Herr Professor Dr. Ott. Ich danke.